Hi Leute, willkommen zu Fragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar mal wieder ein Bastelanfänger-Video für den Waffenbau. Heute habe ich mich mal so ganz spontan entschlossen, wir machen heute mal so ein kurzes Video, was man so an Werkzeugen brauchen kann. Also ein Teil davon muss man nicht unbedingt haben. Ich gebe da auch mal wieder so ein paar Tipps wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, die für den einen oder anderen interessant sein könnte, was man da alles so benutzen kann, teilweise auch, wo man es halt herbekommt. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Danke schon wieder für alle, die mich die letzte Zeit abonniert haben. Das ist ja Wahnsinn, seitdem ich die Shorts mache, was da abgeht. Ne? Also danke an alle, ne? Auch die sich jetzt neu wieder hierhin verortet haben. Freut mich riesig. So, dann fangen wir mal an. Bleibt dran, wir sehen uns. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon einige Sachen hingelegt. Ich tue das mal noch ein bisschen so rüberschieben. Ich werde dann wahrscheinlich ein paar Sachen zusammen dann erstmal so abarbeiten und dann mal gucken. Also, als allererstes, wichtigste ist, erstmal eine Idee haben, was ihr bauen wollt. Anregung kann man sich ja dann im Internet holen, so über Google. Und dann müsst ihr halt mit den Matten, hat man ja schon, da wisst ihr ja schon so ein bisschen, wenn ihr geguckt habt, was ihr Matten braucht. Kernstäbe haben wir auch schon behandelt, ein Video. Flexipaint, Latex ja auch. So, wie gesagt, was man jetzt quasi so braucht. Es fängt dann erstmal an, am besten Papier oder Pappe. Grundsätzlich macht euch am besten bei Waffen immer Schablonen erstmal. Dann könnt ihr so von den Maßen her, bevor ihr anfangt, da irgendwas zu schneiden an Matten, weil das Material ist deutlich teurer wie so ein Stück Pappe oder Papier, macht es damit. Dann braucht ihr halt Papier, Pappe, einen Kugelschreiber. Oder alternativ einen schwarzen Edding oder einen weißen. Ich sage jetzt mal den schwarzen Edding, Kugelschreiber tun wir mal auf Seite. Den schwarzen Edding könnt ihr zum Beispiel benutzen, wenn ihr hier Linien auf den Kernstab macht, wenn ihr den zusägen wollt. Da kommt dann schon wieder, da habe ich so eine kleine Handsäge, könnt ihr natürlich auch eine größere nehmen, ne? Dann halt und dann sägen. Ne? Säge müsst ihr natürlich auch haben, wenn ihr die Kernstäbe kürzen wollt. Ja, den weißen Edding, den müsst ihr nicht unbedingt haben. Das ist quasi, ich sag jetzt mal, wenn ihr hier die schwarzen Matten habt, ist es halt einfacher, wenn ihr da Linie macht, dass ihr halt seht, wo ihr schneiden wollt. Das ist mit einem Kugelschreiber oder einem schwarzen Edding natürlich dann, ich sag jetzt mal, suboptimal. So viel dazu. Haben wir die Sachen schon mal. Ja, dann geht ihr hin. Dann habt ihr ja schon mal, ich sag jetzt mal, Kernstab ausgesägt, die Matten schon zurechtgeschnitten. Dann müssen wir die Matten ja noch schneiden quasi. So weit sind wir noch ja nicht. Wir müssen noch schneiden. Da habe ich dann verschiedene Cuttermesser. Ne? Einmal so ein kleines und dann so ein größeres. Das ist dann hier die für feinere Arbeit und das ja halt für was Gröberes zum Schneiden. Da müsst ihr dann immer ein bisschen gucken. Ihr könnt natürlich auch so ganz billig Cutter nehmen, die hier, die sind aber auch nicht so teuer. Ich glaube, so ein Paket beim Bauhaus, ich glaube mit 3, 4 Cuttern und Ersatzklingen, so 10, 15 Euro oder so. Keine Ahnung, die können da ewig, die sind aus Metall, die sind auch relativ, ich sag jetzt mal schwer. Ne? Da könnt ihr schon ein bisschen was mitmachen. Weil ihr immer gucken müsst, dass die Cutterklingen, die werden halt durch den Schaumstoff relativ schnell stumpf. Da sind wir dann schon wieder beim nächsten, wenn ihr dann da Geld sparen wollt. Kauft euch so einen kleinen, ihr könnt natürlich auch einen größeren nehmen, kauft euch so einen kleinen Schleifstein. Da könnt ihr dann die Klingen dann immer wieder scharf machen. Habt ihr viel Geld gespart, glaubt es mir. Ich habe es viele Jahre nicht gemacht. Ich hätte hunderte von Euros an Cutterklingen sparen können, wenn ich das schon eher gemacht hätte. Wollen wir jetzt aber nicht weiter drüber reden. So, dann haben wir das schon mal. So, dann, wenn ihr dann die Sachen ausgeschnitten habt und so weiter, dann müsst ihr noch eventuell ja auch noch schleifen. Da könnt ihr dann Schmirgelpapier nehmen. Ich habe jetzt hier einmal so für Hand, wie ihr wisst in den Videos, ich schmirgel immer alles gerne von Hand. Hat den Hintergrund bei mir, ich finde, da hat man halt mehr Kontrolle drüber. Wenn man schon was fortgeschrittener ist oder viel baut,
Gut, ich baue auch viel, aber ich mache es nicht, weil das mir zu viel Krach macht. Kann man sich auch noch einen Bandschleifer, den ich übrigens auch habe, aber nie benutze, weil das Ding mir einfach zu viel Krach macht. Ja, ja, das Schmirgelpapier, das ist eigentlich Schmirgelpapier für Metall, was ich mir da immer so hole. Das ist dann meistens so mit einer Körnung so zwischen 180 und 240. Das ist eigentlich ganz okay, damit kann man arbeiten. Da geht auch ein bisschen dann was runter. Ich muss mal gucken. Ich habe hier noch einen ganz frischen Bogen. Ne, stimmt nicht. Es ist 120er sogar. Habe ich euch schon fast angelogen. Entschuldigung, Leute. Ne, das ist 120er. Ne, das ist hier, wie ihr seht, auch aus dem Bauhaus. Soll jetzt aber keine Werbung sein. Ne? Kosten nur ein paar Euro. Noch nicht, ich glaube unter einen Euro. Ich weiß ja nicht, was die Dinger kosten. Ich hole mir immer ein paar Stück, schneide die dann so in der Mitte durch und dann kann man dann das Ding dann hier so rein. Ne? Seht ihr? Klappt eigentlich ganz gut. Alternativ hier für so ein Teil, da gibt es natürlich auch noch welche, hier so Teile aus Kork. Was ihr natürlich auch benutzen könnt, ist ein Stück Holz oder sowas. Das ist natürlich gut, wenn man hier so eine Gerade schleifen will. Ne? Weil wenn man von Hand ist immer so ein bisschen, man kriegt das nicht unbedingt so gut hin. Für größere Flächen ist es halt damit besser. Man müsste immer ein bisschen gucken, was damit schleift. Das ist jetzt schon ein bisschen was, muss man nicht am Anfang haben. Von Hand normal schleifen tut es auch. Vor allen Dingen, wenn es kleinere Sachen sind. Kann man sich ja später alles anschaffen. So, mal gucken, was haben wir denn noch? Naja gut. Um das Ganze irgendwo drauf zu kriegen, muss man das Ganze ja meistens auch noch ein bisschen messen. Hätte ich vielleicht was früher bringen sollen. Da habe ich einen ganz normalen Zollstock, den benutze ich eigentlich quasi kaum oder nie. Eigentlich benutze ich immer ein Maßband. Ein ganz einfaches, das ist bis 2 Meter oder so. Oder 3 Meter, so hier steht es hier drauf. Da benutze ich viel für alle möglichen Sachen. Ne? Das sind dann schon mal die Sachen. Dann habe ich hier so einen Anschlagwinkel, den kann man immer mal gebrauchen, wenn man irgendwas von der Matte schneiden will, im rechten Winkel, ne, dass das vernünftig dann anliegt. Das Ding habe ich auch schon ewig. Ist ja noch Preisschild drauf, oder seht? Wir sind nicht. Hatte ich mir, glaube ich, uns beim Bauhaus. Also wie ihr seht, das meiste, was ihr so an Zeug braucht, könnt ihr euch alles im Baumarkt kaufen. Ja, dann habe ich noch ein Geodreieck. Das hat der ein oder andere vielleicht auch noch zu Hause liegen. Ansonsten könnt ihr euren Kindern klauen. Ne? Vielleicht haben die ja sowas noch, was sie nicht unbedingt brauchen. Oder noch aus ihrer Schulzeit. Kostet aber auch noch ein bisschen was. Kann man auch überall kaufen eigentlich. So, mal gucken. Dann kommen wir mal zum Kleber. Ich benutze ja, wie ihr in den Videos schon gesehen habt, viel Heißkleber. Dann nehme ich auch immer den von Pattex, weil mit dem habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist jetzt natürlich auch wieder keine Werbung. Das ist jetzt nur, was ich halt in meinen Bausachen, was ich dafür benutze. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen benutzen, aber wie gesagt, ich habe schon mal so günstigen Kleber benutzt. Also Heißklebepatronen, das war nicht so das Optimale. Nachteil bei dem Heißkleberpatronen ist, mal abgesehen, dass man noch eine Heißklebepistole braucht. Da habe ich mir so eine geholt. Da gibt es auch noch welche mit gelben. Die hier mit diesem blau Türkis oder was das sein soll, die hat eine dickere Spritze. Also da kommt mehr raus. Da kann man größere Flächen halt wesentlich schneller mitmachen. Nur so halt als kleine Info. Ne? Gibt es dann als Paket zu kaufen mit ein paar von den Dingern und dann halt die Heißklebepatronen. Ich glaube so um die 20 Euro kosten die Dinger, wenn man noch keine hat. Könnt natürlich auch eine ganz billige nehmen. Nicht nur, wie gesagt, also die Pattex-Patronen finde ich mit am besten bisher. Also ich habe schon ein paar versucht auszuprobieren, dann immer mal billige, weil ich keine von denen hatte. Aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, die Heißklebepatronen, die benutze ich meistens, um die Kernstäbe einzukleben und dann so aus Dreiermatten oder sowas, so kleinere Sachen drauf zu kleben. Da kann man das nehmen. Für Schlagkanten bei einem Schwert oder generell bei den Waffen würde ich den Heißkleber dann nicht nehmen. Dann nimmt er dann besser hier Pattex, den Classic. Ne? Seht ihr ja hier. Das ist so der altbewährte Kleber, den alle irgendwie beim Waffenbau immer benutzt haben. Gibt es natürlich auch noch ein Transparent und noch irgendwie Kraftkleber und so weiter, aber da muss ich ehrlich sein, ich weiß es nicht. Bei dem Classic müsst ihr halt immer aufpassen.
der dünstelt halt noch ein bisschen aus, wenn er mit Latex arbeitet. Also im Normalfall, ich sage jetzt immer mal so einen Tag oder so über Nacht die Waffe noch ein bisschen dann, wenn er sie geklebt hat, ausdünsteln lassen. Das reicht normalerweise. Ne? Wegen dem Lösungsmittel, das verträgt sich halt mit dem Latex nicht. Flexipaint hat da, so wie du siehst, ja keine Probleme mit. Ne? Da können wir nicht viel falsch machen. So, das war dann jetzt hier zu den Klebepatronen und Kleber. Ja, dann eventuell dann noch eine Schere, große, kleine. Das bleibt dann euch überlassen. Kann nicht schaden. Ne? Ja, Leder habt ihr ja schon, das brauchen wir ja für den Spitzenschutz, um die Griffe zu wickeln. Pinsel kann auch nicht schaden. Wenn ihr mit Flexipaint einfach in Wasser stellen, jetzt egal ob es die Farbe ist oder der Topcoat, da habe ich einfach hier von einer alten Flexipaint-Dose ein bisschen was abgeschnitten, Wasser rein und stelle die Pinsel immer rein. Dann kann man die immer wieder benutzen. Ihr müsst sie dann nur ein bisschen trocken machen, wenn ihr sie dann raus, sonst habt ihr zu viel Wasser im Flexipaint drin. Ja, wie gesagt, so ein Pinsel, wenn er halt den Topcoat drauf, stellen einfach tut ihn unter in Wasser reinstellen, gut ein bisschen so ausmachen und dann lasst ihr den trocknen, dann könnt ihr den beim nächsten Mal wieder benutzen. Habt ihr auch viel Geld gespart. Mittlerweile sind die Dinger 1,30 Euro, 1,50 je nachdem vom Pinsel, also da habt ihr auch viel Geld gespart. Nur so wieder als kleiner Tipp. So, was brauchen wir noch? Je nachdem, was ihr halt für Waffen baut. Ich sag jetzt mal, wenn es Schwerter oder was sind, also ohne Kernstab, mit Kernstab, Entschuldigung. Jetzt keine Zweihandwaffen, also große. Ich sage jetzt mal Stangenwaffen, mache ich grundsätzlich kein Bleiband rein, aber so bis zu 1,60 Meter, so ein Zweihandhammer oder ein Bienenhänder oder sowas, da kommt natürlich bis dahin Bleiband rein. Kernlose natürlich gar nicht, da bin ich sehr eigen, da mache ich gar kein Bleiband rein. Ja, da hängt es dann von ab, wie viele Waffen ihr baut. Mittlerweile, ich kaufe mir immer hier so 50 Meter Rollen. Die kriegt man dann, ich sag jetzt mal, im Verhältnis zu den Metern noch relativ billig. Das hier ist, glaube ich, 50 Gramm auf den Meter. Eigentlich so bevorzugt habe ich 70, aber so preis-leistungsmäßig ist das immer so, naja, muss man gucken. Ich sag jetzt mal, wenn ihr nur so mal eine Waffe oder zwei bauen wollt, geht dann in den Baumarkt, in die Gardinenabteilung. Die haben dann immer so 5 oder 6 Meter abgepackte Pakete, da kostet das dann zwar auch meistens, es ist relativ teuer, so zwischen 10, 15 Euro, vielleicht kriegt ihr das auch günstiger, vielleicht bei Amazon oder so. Also 50 Meter Rollen haben die zum Beispiel gar nicht, wenn ich das bisher so gesehen habe, aber so für ein, zwei Waffen kann man so 6 Meter Rolle, also so eine Pappding, wo da drum gewickelt ist, das reicht für sowas. Oder halt für eine Waffe, wenn es halt was schwerer, hängt halt von ab, wie viel Gramm das auf dem Meter ist. So, was benutze ich noch? Das hier ist so doppelseitiges Klebeband. Kriegt auch im Baumarkt. Da kann man hier so Teppich mit festkleben, fixieren oder an die Treppen, so die Stufendinger und so was. Ist eigentlich für alles Mögliche gut. Ich nehme es dann immer für die Griffe. Um das Bleiband mache ich dann nochmal einmal das Flieh hier von dem Zeug drum. Und du dann das Leder halt wickeln für den Griff. Das klappt ganz gut. Das letzte Stück kommt dann noch so 2 Komponenten von Uhu oder Pattex drauf und dann ist das eigentlich ganz gut. Die Rollen, die kosten noch nicht allzu viel. So eine Rolle so zwischen 4, 6 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt verschiedene Größen und Breiten. Hängt davon ab. Aber das ist alles, wie ihr seht, das meiste kriegt ihr alles im Baumarkt. So, dann machen wir mal weiter. Dann braucht er natürlich noch ein bisschen so Acrylfarben, je nachdem. Ich habe jetzt nur mal als Beispiel das Silber hier genommen. Ich hole mir die immer von Liquidec. Könnt ihr dann in das transparente Flexipaint oder in das Latex halt mit reinmischen. Für Schwarz- und Brauntöne und so was. Dann nehme ich Abtönfarbe, auch aus dem Baumarkt. Also wie ihr seht, das Baumarkt, also fast alles, was ihr so an Handwerkszeug für Bauen braucht, kriegt ihr fast alles im Baumarkt. Ne? Was haben wir noch? Handschuh. Handschuh trage ich immer, ich habe jetzt, um das Leder nachher noch so ein bisschen auf alt zu trimmen, benutze ich immer hier so Antik-Finish. Das ist, glaube ich, von Lederkram habe ich da braun, das hier ist schwarz. Ne? Immer schön Handschuh tragen. Das ist dann besser für eure Finger, wie ihr seht, sonst sehen eure Finger nämlich so aus. Dann benutze ich ja immer gerne hier für zum Tupfen von der Farben oder hier für sowas aufzutragen, benutze ich immer hier so ein Stück
Matratzenschaumstoff, den kriegst du auch im Baumarkt zu kaufen. Meistens so als kleinere Matte, so, ich weiß nicht, so 50 oder 80, 70, so ich weiß es nicht. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Kostet auch noch so ein paar Euro. Also maximal so um die 10 oder so, wenn da nichts Großes. Können dann natürlich auch dann den 5 cm. Ich guck mal, ich habe hier, glaube ich, noch so ein Reststück liegen. Das ist dann hier, glaube ich, 5 cm. Mal gucken, seht ihr, dann habt ihr direkt ein Maßband daneben liegen. Na, das sind ungefähr 4 cm. Aber 4 cm ist zum Beispiel für so eine Schlagfläche von einem Hammer oder sowas schön. Dann sind die schön fluffig. Da können auch keinen, wenn er mal ein bisschen fester zuhaut, mit verletzen. So, das tun wir auch uns auf Seite. Ja, weiß nicht. Ich würde mal sagen, so das Gröbste haben wir mal durch. Ach so, ja, eventuell noch Behältnisse. Das ist zum Beispiel, sieht jetzt ein bisschen wild aus. Ich habe jetzt hier Flexipaint drin gehabt, schon eine Weile zum Pinseln. Irgendwann lasse ich die dann immer austrocknen und dann kann man das hier wieder so rausziehen. Das ist immer das Schöne hier, das sind so Autopackdosen. Die kriegst du an der Tankstelle oder sowas, so mit Weingummi zum Beispiel drin. Das ist schön, weil die haben einen Deckel. Die sind relativ handlich, ist eine gute Menge zu mischen. Ne? Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Alternativ, Moment, muss ich gucken, habe ich hier vorne auch noch was rumliegen. Nehme ich schon mal hier von Latexdosen oder Flexipaint-Dosen, dann säbel ich unten schon mal so ein Stück unten ab, dass man so ein bisschen was Flacheres hat. Da kann man dann, wenn man mal so kleinere Farbmengen braucht und die danach quasi nicht mehr braucht, dass man sie dann, ich sag jetzt mal, trocknen lassen kann, so wie hier, ne? Kann man sowas dann auch benutzen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, so im Großen und Ganzen, weiß ich nicht. Gut, gibt noch andere Sachen. Moment, wir sind noch nicht durch, wir fallen gerade noch wieder noch ein paar Sachen ein. Und zwar, ihr müsst die Waffen ja auch glätten. Das ist quasi durch das, muss ich gucken, durch das Schleifen der Waffen ist ja der Schaumstoff dann hier so dann ein bisschen rivelig dann. Gut, das hier ist jetzt nicht die Schliffen, aber so als Beispiel. Habt ihr ja dann drüber, dann habt ihr hier so die Faser. Das Glätten nennt man dann quasi, dann könnt ihr entweder, ich sag jetzt mal mit einem Lötkolben oder halt mit einer Heißluftpistole. Heißluftpistole ist natürlich deutlich angenehmer, weil man damit schneller große Flächen glatt kriegt. Dann drüber gehen, dann wird das nachher beim Pinseln dann auch schöner von der Oberfläche. Hier seht ihr ja dann, ist ja so ein bisschen, habe ich zackig geschnitten. Das könnt ihr dann mit dem Schmirgel schön glatt machen. Dann ist nur so quasi durch das Schmirgeln dieses Grobe. Und wenn er dann mit dem Heißluftföhn oder mit einem Lötkolben drüber geht, ist das dann schön glatt. Also so wie die Oberfläche hier auch wieder. So als Tipp noch. Jetzt weiß ich nicht, habe ich sonst noch irgendwelche Sachen? Ja, vielleicht ein bisschen Kordel oder ein bisschen Lederbänder, wenn ihr halt die Waffen noch aufhängen wollt irgendwo. Das wäre vielleicht auch noch nicht schlecht. Aber so im Großen und Ganzen, das hört sich jetzt ein bisschen viel an, aber ich sage jetzt mal, das ist eigentlich von Werkzeug sehr überschaubar. Die ein oder andere Sache habt ihr bestimmt zu Hause rumliegen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, so alles. Kann natürlich sein, dass ich noch was vergessen habe. So ein kleiner Schraubenzieher vielleicht, um dann beim Lötkolben noch und eine Zange, um da die Spitze raus, wenn man Nieten machen will, könnte man noch quasi sich auch noch kaufen. Aber sowas hat ja Schraubenzieher und Zange, so eine ganz normale Kombizange. Sowas hat ja normalerweise mehr oder weniger jeder Haushalt zusammen zu Hause. Ja, was noch? Also, das ist eigentlich, es hört sich alles ziemlich viel an, aber ich glaube, so ein Großteil davon hat der ein oder andere garantiert zu Hause rumliegen. Also, das hält sich eigentlich, ich sage jetzt mal so in Grenzen. Sind ja auch jetzt so ein paar Sachen, so wie das Antik-Finish und so, das müsst ihr nicht unbedingt haben. Das könnt ihr auch weglassen. Der Dreck kommt doch so an die Griffe dran, nur dauert halt ein bisschen länger. Ne? Das ist halt so eine Sache. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, gut, also die Klebesachen, das ist jetzt nur, was ich halt benutze. Gibt es natürlich auch noch andere Kleber in den Labshops auch zu kaufen.
Die kann man natürlich auch uneingeschränkt für sowas benutzen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt nur so, wie ich baue und was ich halt so benutze. Ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Weiß es nicht. Ja gut, eventuell noch einen Seitenschneider, wenn er irgendwas mit Kabelbinder drinnen macht. Also ich sage jetzt mal stichfähige Waffen oder hier ein Messer, was ein bisschen länger ist, ohne Kern, aber dann halt, um es zu stabilisieren, einen Kabelbinder reinmacht. Da kann man noch einen Seitenschneider brauchen. Aber das sind, wie gesagt, alles so Sachen, die hat man meistens ja zu Hause. Also jetzt große an Elektrogeräten, außer der Heißklebepistole und einen Heißluftföhn oder einen Lötkolben, ja, braucht eigentlich ja nichts. Das könnt ihr alles von Hand machen. Macht da noch keinen Krach. Zum Bauen sind ja immer die Leute dran. Ja, ich habe ja keinen Platz zum Bauen. Wenn ihr wüsstet, in was für einer kleinen Ecke was ich meine Waffen manchmal da baue, das glaubt ihr gar nicht. Vor allen Dingen hier, was ihr hier so seht, das ist wirklich hier so, ich weiß es nicht, ich messe mal die Ecke hier, was man hier so sieht. Das ist, ja, so ungefähr 1,60 Meter. Mehr ist das nicht. Ne? Da habe ich schon Waffen gebaut, die fast 2 Meter sind. Ich mache es nicht gern, weil ich hier mal überall alles so umhaue mit dem Ding. Ne? Aber immer zu erzählen, dann die Größe, ich habe keinen Platz für, das stimmt nicht. Und vor allen Dingen, früher konnte man auch sagen, okay, mit Latex, es stinkt. Der Topcoat. Das Ammoniak im Latex, je nachdem, wenn man eins hat, was halt Ammoniak, stinkt das natürlich auch, ist auch garantiert nicht gesund. Muss man gut lüften. Und der Topcoat, der dann drauf kommt, ob das jetzt Isoflex ist oder Armorflex, das Zeug stinkt bestialisch. Kann man nur irgendwo in der Garage, draußen, auf jeden Fall irgendwo, wo viel gelüftet wird. Also in einem Haus, in der Wohnung würde ich das nicht machen. Habt ihr zum Beispiel beim Flexipaint gar nicht mehr. Ne? Das könnt ihr in der Wohnung machen. Es riecht minimal, aber ist nichts also denke ich mal. Weil das alles auf Wasserbasis ist, dass da nichts Gesundheitsgefährdendes ist. Auch der Topcoat nicht, den kann man auch super auftragen. Ne? Wie gesagt, also das kann man alles, da braucht man wirklich nicht eine riesen Werkstatt für oder einen ganzen Keller. Das kann man wirklich in der Wohnung in einer kleinen Ecke machen. Dran denken, dass ihr da was hinlegt, dass ihr euch nicht alles vollsaut. Ne? Irgendwie eine Matte drunter, einen Teppich oder irgendwas, den ihr vollsauen könnt. Ne? Weil das kommt früher oder später, saut ihr auf jeden Fall was voll. Ne? Also das noch, aber das ist jetzt nur so ein bisschen so nebenbei, was man da so machen kann. Ja, und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, fangt an zu bauen. Das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die wahrscheinlich auch Talent für Bauen haben. Er wird nie anfangen. Entweder haben sie dann, weil Material halt, es ist teuer. Wenn man selber Waffen baut, das Material ist wirklich teuer. Kann man nicht sagen, aber wenn man was Individuelles haben will und nicht unbedingt sich das Ding bauen lassen will, die Anfangskosten, na gut, nachher auch. Ich sage jetzt mal, das Werkzeug, das könnt ihr ja ewig benutzen, wenn es halbwegs was Brauchbares ist. Muss nichts Teures ja sein, habt ihr ja gesehen. Da braucht er dann ja meistens, außer vielleicht mal neue Cutterklingen oder halt die Heißklebepatronen oder was, oder eine Dose Pateks, müsste ja da nichts Neues. Die Cutter, die funktionieren, die Anschlagwinkel und der Rest geht auch nicht kaputt. Das Schmirgelpapier hält auch relativ lange, wenn er nicht jede Woche ein paar 100 Waffen baut. Oder ich sag jetzt mal 10 oder was, irgend sowas, dann hält das auch ewig. Ich gehe ja mal von aus, dass die als Anfänger erstmal relativ nur wenig oder kleinere Sachen baut. Ja. Weiß es nicht. Bin ich vielleicht auch ein bisschen jetzt vom Material und so was oder Werkzeug abgeschweift. Aber muss auch mal sein. Ja, wenn noch irgendwie Fragen sein sollten, mal gucken. Das nächste Video weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich zum Kleber noch separat machen, aber irgendwie, das läuft ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal unter Werkzeug, Material, habe ich mal mit reingenommen. Ist ja nicht viel. Ja, dann hoffe ich mal, das war mal wieder was für euch. Für den einen oder anderen Anfänger. Das nächste Thema, mal gucken, was ich mache. Weiß es noch nicht. Hier wird ja noch genug. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns.